Mein Name ist Silke Schönfeld und wir sind hier im HMKV, im Hardware Medienkunstverein, in meiner Einzelausstellung You Can't Make This Up. Zu spielen, abgestempelt, ja. In der Ausstellung sind 5 Arbeiten zu sehen. 1% Imagine Communities, eine Videoinstallation, die sich mit dem rechtsradikalen Verein 1% für unser Land beschäftigt. Nothing in this world can take the place of persistence spielt in einem ehemaligen McDonald's, einem leerstehenden Ladenlokal in der Herner Fußgängerzone und beschäftigt sich mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eben dieses Ladenlokals. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie dann mein Vater, wie er dann ganz stolz sagte, es hat geklappt, die Hamburger kommen zu uns ins Haus. No More Butter Scenes ist ein Kammerspiel mit 2 SchauspielerInnen. Lola Fuchs und Mervan Ökmes verkörpern hier 2 SchauspielerInnen, die auf Pressetour sind. Und in dieser Arbeit wird verhandelt, wie struktureller Machtmissbrauch in der Film- und Theaterbranche noch möglich ist. I'm very disturbed, especially as a woman. Like, I want to create a safe space for us to be able to work, you know, and this is something that we love. You know, shooting movies is something that we love, and it should be joyful, not traumatizing. Ich darf Sie immer alles fragen ist der Prolog zu einem autobiografischen Langzeitprojekt. Das Fällen eines Kirschbaums ist der Start für einen Dialog zwischen meiner Mutter und mir über ein transgenerationales Trauma. Die Unvorzeigbarkeit dessen, was nie hätte geschehen sollen, ist die Fortsetzung von Ich darf Sie immer alles fragen. Hier sprechen meine Mutter und meine Tante über ihre Erziehung, die Erziehung, die sie als Kinder erlebt haben. Die Arbeit ist der Versuch, Kontinuitäten nationalsozialistischer Erziehungsideale spürbar zu machen. Hat Mama dich dann nicht verzahlt, als ich schwanger war, kriege ich so Hinweise, wie man mit Babys umgeht. Weil die schreien, noch Banate oder die abzuschreien. Und man muss dann den Wille brechen. Das hat ja wohl gesagt. Erstens wollen die Leute nichts wissen davon. Und zweitens, Der Ausstellungstitel You Can't Make This Up, das ist so quasi im Dialog mit Silke entstanden, bedeutet ja im Deutschen so viel wie, das kannst du dir nicht ausdenken. Und bezieht sich darauf, dass es hier in der Ausstellung keine ausgedachten Geschichten gibt, also keine Fiktion in dem Sinne. Die Geschichten, die das Leben schreibt, sind oft so, dass man denkt, die können doch eigentlich gar nicht wahr sein. Kann sowas wirklich so passieren? Und diese Frage danach, was glaubwürdig ist, was wahr sein kann. Die Vorhänge in Silke Schönfelds Ausstellungen haben eine ganz besondere Rolle. Also sie sind quasi so eigene Akteure oder Protagonisten fast. Ich habe mich dann gefragt, für was stehen Vorhänge oder was machen Vorhänge? Sie können ja Sachen verhüllen, verstecken, verbergen. Das sind in dieser Ausstellung durchaus Themen wie Kindesmissbrauch in der eigenen Familie oder die Kontinuitäten nationalsozialistischer Erziehungsideale. Also es sind unterschiedliche Dinge, über die man nicht sprechen darf oder soll. Dinge, die einem vielleicht auch gar nicht so bewusst sind. Diese Vorhänge ziehen sich eben auch durch unsere Gesellschaft, ne? Der Raum, den man betritt durch die Vorhänge, der ist ein intimer Raum. Der hat auch eine besondere Akustik durch die Stofflichkeit der Vorhänge. Mir war das wichtig, dass die BesucherInnen sich Zeit nehmen können in diesen Räumen. Gleichzeitig sind die Vorhänge natürlich auch Vorhänge des Theaters, die Vorhänge des Kinos, die Vorhänge der Inszenierung. Und durch die dramatische Beleuchtung von außen und von innen hat man da, denke ich, direkt diese Assoziationen zu diesen Orten. Und somit wird auch inhaltlich die Frage in den Raum gestellt, ist das, was wir in den Filmen sehen, ist das inszeniert oder ist es dokumentarisch? Und ist diese Unterscheidung überhaupt wichtig? Und ich meine, es ist doch eindeutig, dass das nicht das ist, was du wirklich
denkst oder was du wirklich fühlst. Ja, also ich glaube, das stimmt nicht. Das ist Quatsch. Ja, okay. Ich finde es eigentlich sehr reizvoll, die Frage in den Raum zu stellen, was ist authentisch und was vielleicht nicht oder was findet auch extra für die Kamera statt. Das ist was nicht nur in meinen inszenierten Arbeiten, sondern auch in den dokumentarischen Arbeiten eine Rolle spielt. Ich glaube, jetzt gerade hier den Moment, ich meine, das bin einfach ich. Also Ich verbinde mit Silke Schönfeld und ihren Arbeiten, dass sie immer einen Fokus auf ganz persönliche, kleine, individuelle Geschichten legt und daraus eigentlich ein ganzes Gesellschaftsbild zeichnet. Und das finde ich an ihren Arbeiten so faszinierend. Ich glaube, dass Filmschaffende immer persönlich involviert sind. Ich denke, es ist unmöglich, nicht persönlich involviert zu sein. Ganz am Anfang steht erstmal, wie arbeite ich mit den Menschen vor und hinter der Kamera zusammen, um eben so sensible Inhalte gemeinsam angehen zu können. Bei dem Film, den ich mit meiner Mutter gemacht habe, Ich darf sie immer alles fragen, hatten wir zum Beispiel die Möglichkeit, mit einer psychologischen Psychotherapeutin den ganzen Prozess begleiten zu lassen. Bei No More Butter Scenes, da war es so, dass wir mit einer Intimitätskoordinatorin zusammengearbeitet haben, die den Probenprozess begleitet hat. Und zum anderen hat sie uns ganz viel über das Berufsbild erzählt und hat uns Handwerkszeug mit auf den Weg gegeben. Und so ist dann diese Choreografie des Grenzenchecks mit in den Film eingeflossen. Ich denke, der rote Faden in dieser Ausstellung, das sind durchaus die Dinge, die uns alle irgendwie betreffen, mit denen alle irgendwie zu tun haben. Sie bleibt nie da stehen, wo sie einfach nur eine Situation beschreibt, sondern sie zeigt Personen, sie zeigt Individuen, wie sie in der jeweiligen Situation proaktiv handeln und wirkmächtig werden. Und das ist, glaube ich, das Tolle. Deshalb habe ich auch bis heute haben wir nicht die Einrichtung. Der Hardware Medienkunstverein ist für mich ein total besonderer Ort, weil es hier so eine ganz, ganz einzigartige Wertschätzung für Medienkunst gibt und das auch schon seit sehr langer Zeit. Also es gibt wenige Ausstellungen vom HMKV, die ich seitdem verpasst habe. Ich bin ein ganz großes Fangirl vom HMKV.